So, man sieht jetzt schon hier an den Treppenstufen und sowas, dass das ein sehr altes, interessantes Gebäude ist. Bin mal gespannt, wie das wird. So, mal ein bisschen Gas machen. Dazwischen bewegen wir uns. Hier muss ich die 10 cm vom Gerät anlegen. Hätte mich schwer gewundert. Und jetzt für eine Das ist der Vorteil bei diesem Treppenlift-System, was aus eigenen Elementen besteht. Wir können vor Ort uns ganz kurzfristig den Gegebenheiten anpassen oder wie jetzt in dem Fall in den Kundenwunsch. Der Kunde möchte dann das doch näher dran haben. Mit den 24er umgehe, muss ich hier das war nicht so einfach hier in diesem Haus aus dem 16. Jahrhundert. Wie man hier hört, das knarrt und knirscht. So, das ist ein Niederrollkabel, das wird hier unten in der Schiene versteckt.
Hier haben wir jetzt eine 180 Grad Parkposition gemacht. Das heißt, der Lift kommt runter und läuft einmal 90 Grad, zweite Mal 90 Grad, sprich also 180 Grad rum und parkt hier hin. Das kann man nicht immer einbauen, da muss man gucken, was man für einen Platz hat. Man kann eine 90 Grad Parkposition machen, dann würde man mit der Schiene hier runtergehen und der Lift würde hier parken. Oder halt ein Standard-Finish, dann würde die Schiene gerade runterlaufen und hier enden. Wenn jetzt hier die Mauer weitergehen würde, wäre natürlich ein normaler Standard-Finish sinnvoller. So, zwischendurch braucht man auch mal ein kleines Päuschen. Ein Käffchen ist immer gut.